Am Rande eines großen Waldes wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen 2 Kindern Hänsel und Gretel. Sie waren so arm, dass sie oft nichts zu essen hatten. In ihrer Not beschlossen die Eltern, die Kinder am nächsten Morgen in den Wald zu führen und sie dort zurückzulassen. Gott sollte ihnen helfen. Aber Hänsel schlief nicht und hörte alles. Am nächsten Tag, als sie in den Wald gingen, streute er kleine Steinchen auf den Weg. Die Kinder blieben im Wald zurück, aber sie konnten durch die Steinchen den Weg ins Elternhaus finden. Ein anderes Mal, als die Not wieder groß war, wollten die Eltern ihre Kinder wieder in den Wald führen. Hänsel hörte wieder alles und wollte nachts heimlich Steinchen sammeln, um sie auf den Weg zu streuen. Aber die Haustür war verschlossen. Am nächsten Tag nahm er sein letztes Stück Brot und streute kleine Bröckchen auf den Weg. So hoffte er, den Weg ins Elternhaus zurückzufinden. Die Kinder blieben im Wald zurück. Sie suchten nach den Bröckchen, aber die Vögel hatten sie alle aufgepickt. So fanden Hänsel und Gretel ihren Weg nach Hause nicht mehr und verirrten sich im Wald. Sie schliefen unter einem Baum und am nächsten Tag standen sie hungrig auf, um weiter nach dem Weg zu suchen. Plötzlich sahen sie ein seltsames kleines Häuschen. Es war aus Brot gebaut. Das Dach war mit süßem Kuchen bedeckt und die Fenster waren aus hellem Zucker. Voll Freude brachen sich die hungrigen Kinder Stücke von dem Dach ab und bissen hinein. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Da hörten sie eine Stimme aus dem Häuschen. »Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?« Die Kinder antworteten, der Wind, das himmlische Kind«, und ließen sich beim Essen nicht stören. Da öffnete plötzlich die Tür, und eine hässliche, steinalte Frau mit einem Stock kam heraus. Die Kinder erschraken furchtbar, aber die Alte wackelte mit dem Kopf und sagte ganz freundlich, »Ei, ihr lieben Kinder, kommt nur in mein Häuschen und bleibt bei mir, ich tue euch nichts.« Da vergaßen die Kinder ihre Angst und gingen mit der Alten ins Haus, wo sie gutes Essen und weiche Betten zum Schlafen fanden. Die Alte war aber eine böse Hexe, obwohl sie zu den Kindern so freundlich gesprochen hatte. Sie wartete nur darauf, dass kleine Kinder zu ihrem Kuchenhäuschen kamen. Diese Kinder fing sie dann, um sie zu braten und zu fressen. Am nächsten Morgen sperrte die Hexe den armen Hänsel in einen Stall. Gretel musste im Haus helfen und Hänsel Essen bringen, damit er fett wurde. Denn die Hexe wollte ihn erst auffressen, wenn er fett genug war. Da schaut eine alte Hexe raus, die lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Sie stellte sich gar freundlich, o Hänsel, welche Not! Ihn wollt sie braten, im Ofen braun wie Brot. Jeden Morgen musste Hänsel seinen Finger durch das Gitter stecken, und die Hexe fühlte, ob er fett geworden war. Hänsel aber war nicht dumm, und er steckte ein Knochen oder ein Holzstückchen heraus. Die Alte merkte es nicht, weil sie so schlecht sah, und wunderte sich nur darüber, dass der Junge so mager blieb. Eines Tages aber wurde sie ungeduldig und heizte den Backofen, um Hänsel zu braten. Gretel weinte, während sie das Wasser holte. Jetzt sagte die Alte zu Gretel, »Nun sieh nach, ob das Feuer im Ofen richtig brennt.« Sie wollte aber das Mädchen in den Ofen stoßen und auch braten. Gretel merkte das und sagte, »Ich weiß nicht, wie ich das machen soll.« »Dumme Gans«, rief die Hexe, »du musst nur hineinkriechen.« Und sie steckte selbst ihren Kopf in den Ofen. Da stieß Gretel mit aller Kraft die Hexe in den Ofen hinein und schlug die Tür hinter ihr zu. Die böse Hexe schrie, heulte entsetzlich, aber es half ihr nichts. Sie musste in ihren eigenen Backofen verbrennen. Nun befreite Gretel schnell ihren Bruder aus dem Stall.
Sie sangen und tanzten vor Freude, weil die Hexe tot war. Im Häuschen fanden sie Gold und Edelsteine und füllten sich alle Taschen. Nun machten sie sich auf und fanden auch bald den Weg nach Hause. Die Eltern der beiden saßen traurig zu Hause, denn es hatte ihnen schon lange leid getan, dass sie ihre Kinder in den Wald geschickt hatten. Wie froh waren sie jetzt, als die Kinder ins Haus traten. Alle Not hatte ein Ende, denn die Kinder hatten ja so viele Reichtümer mitgebracht. Doch als die Hexe zum Ofen schaut herein, ward sie gestoßen von unserem Gretelein. Die Hexe, die muss braten, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.